Und raus mit dem Hecht. Ja, Hechte schön mit Jerkbait an der alten Festung. Macht, glaube ich, Sinn, wenn man die richtig dicken Dinge haben will. Ich teste hier mal wieder, naja, ich sag mal, einen der ganz altbekannten Spots. Nebenbei noch schön auf Aal, aber hauptsächlich eben hier auf Hecht. Und ja, es ballert gerade schon was rein. Die letzten Abendstunden habe ich schon probiert. Jetzt gerade um 16 Uhr gerade ungefähr wieder angefangen. Also die Morgenstunden leider ausgelassen gerade. Aber so für die Abendstunden auch einfach nochmal testen, was denn hier geht mit Jerkbait. Jerkbait und dann die ganz großen Jerks hier. Also wir wollen einfach richtig große Köder hier drauf ballern und damit dann langsam hier durchgieren. Da unten sieht man in der Ecke das Gieren. Ja, und damit geht das eigentlich ganz gut hier auf die großen, dicken, fetten Hechte. Der Köder, den ich hier gerade verwende, der hat auch gerade schon mit 5, 6 Kilo geliefert. Und der funktioniert eben auch immer wieder auch an ganz anderen Spots. Also ganz unten auf der Map, bei den Birken zum Beispiel oder hier links von mir 2167. Also die klassischen Hechtstellen hier unten in dem Bereich, hier in dem Bereich. Also kann man immer wieder verwenden, ist allerdings einer von den selbst hergestellten. Das heißt, dafür muss man dann quasi die Kunstköderherstellung hochpushen oder man gönnt sich so ein Ding dann und wieder abgeschlitzt. Man gönnt sich so ein Ding dann für Gold am Automaten. Am Koori zum Beispiel, da gibt es ja den Kunstköderautomaten. Und dann hat man da einen passenden, guten Köder. Ja, was dann natürlich noch wichtig ist, dass man dann nochmal die Haken austauscht, denn da können wir deutlich größere Haken nochmal dran machen. Wir gucken uns das gleich nochmal schön im Detail an. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. 3 verschiedene Bahnen sozusagen, die ich gerade abfahre. Im Moment ist jetzt die hier an der Kante am effektivsten wohl. Na komm, das ist doch schon mal gut. 6,7. Also neben den kleinen auch immer mal wieder die großen. Aber die sind natürlich immer noch seltener, ist ja klar. Mal eben so ein paar dicke Hechte. Schön wär's. Aber sie gehen halt durchaus rein und das ist doch ein gutes Zeichen, ne? Also alleine, wenn sowas hier passiert, so ein kleiner 400 Gramm bei den ersten paar Würfen, ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass der Köder funktioniert, also dass die Farbe und die Form ansprechend ist. Und dann muss man eigentlich nur noch ein bisschen Geduld haben. Die üblichen Hechtzeiten natürlich morgens, so ab 5 Uhr morgens bis ungefähr 11 Uhr. Und dann von, naja, sagen wir mal so 14, 15 Uhr geht es so langsam los bis ca. 23 Uhr. War übrigens in der letzten Nacht ziemlich exakt so. Gucken gerade mal eben rein. Ziemlich exakt so. Also ich hatte in den Abendstunden erst angefangen hier zu testen. 4, 5 Kilo Hechte mit dabei, 6 Kilo und dann war auch irgendwann Ende. Dann hatte ich jetzt in der Nacht einfach halb AFK erstmal schön Mangiare, Mittagspause gemacht. Da ist dann nebenbei AFK so ein kleiner Aal reingegangen. Auch nicht schlecht. Und ja, jetzt gerade eben wieder angefangen hier, seit 5 Minuten hier. Zack, 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 zack. Sieht auch schon wieder ganz gut aus von den Größen. Und wenn da jetzt noch, sagen wir mal so 1, 2 mit der Gewichtsklasse 2 bis 3 Kilo, das wäre schon nicht schlecht. Alleine für die Kaffeeaufträge, die ja immer wieder drin sind oder reinkommen können, fange 2 Hechte mit 2 Kilo, beziehungsweise ich glaube, es gibt auch noch größere Kaffeeaufträge. Also wenn die dann reinkommen, dann lohnt sich das natürlich nochmal zusätzlich. An für sich ist aber Hechtangeln immer wieder lohnenswert, ne? Also selbst wenn man hier die kleineren rauskriegt mit 2, 3 Kilo im Durchschnitt, ist das gar nicht so verkehrt. So, und jetzt ist an für sich eigentlich auch die beste Uhrzeit, so um 18 Uhr herum, bis jetzt in die Abendstunden. Ich habe übrigens vom Setup, weißt du was, wir gucken nochmal schnell rein, vom Setup her, die Saal, also die Advent als Route, Advent Jerkbait, hat einfach ein sehr, sehr geiles Wurfgewicht. Ich würde sagen, beim Jerkbait, wenn ihr euch eine Jerkbait raussucht, achtet auf eine sehr große Spanne Wurfgewicht. Man kann ruhig Köder verwenden, die kleiner sind als diese 35 Gramm. Man wirft ja eh nie so richtig weit raus. Also selbst wenn ich lade jetzt hier gerade nur halb auf, ne? Und das sind so
zack. Das sind so die Meter, die an für sich an den meisten Stellen ganz gut funktionieren. Also man muss gar nicht so super weit auswerfen beim Hechtangeln. Und wenn ich jetzt so halb aufgeladen oder noch nicht mal ganz aufgeladen so weit rauskomme, kommt man natürlich mit einem kleinen Köder voll aufgeladen genauso weit raus. Also wenn man dann doch mal einen sehr kleinen Köder verwenden will, klappt das natürlich auch. Ja, von den Bahnen her, wie gerade schon gesagt, also einmal hier rechts rüber, die Bahn einmal langziehen, dann natürlich geradeaus, entweder Schilfkante oder hier Richtung Holz. Und natürlich da vorne hin, da werfe ich jetzt auch nochmal hin. Hoppala. So ungefähr. Zack, siehst du, das sieht doch ganz gut aus. Und dann eben hier durchziehen. Das ist natürlich ein bisschen die riskantere Richtung hier, weil wir hier natürlich in der Richtung dann offen sind sozusagen. Das heißt, der kann einfach nach links abhauen weiter, der Hecht, wenn er sehr groß ist. Und dann müssten wir halt hart in den Drill reingehen. Ja, aber hier in der Richtung scheint auch gerade gar nichts zu sein. Vorhin war übrigens kein Regen und jetzt war gerade noch Wetterwechsel auf Regen. Von daher muss man natürlich wieder anders testen. Ich hatte schon kurz überlegt, ganz andere Köder nochmal drauf zu machen. Wir gucken auch gleich nochmal eben rein. Ich würde sagen, ich nehme den mal eben gleich runter. Und dann gucken wir auch gleich einfach nochmal, ob hier nicht andere Farben auch funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass was Bläuliches auch noch ganz gut geht. So, der liefert gerade gar nichts mehr. Okay, dann gehen wir runter hier. Und da haben wir jetzt eine riesen Auswahl natürlich. Und ich verwende hier gerade diese. Also die 170er, nee, die 190er, ne? Gab es die nicht noch größer? Nee, doch, 170 ist es dann. Das ist er, jawohl. 6-0er Haken. Das wollen wir haben, die wollen wir verwenden. Und ich verwende hier übrigens auch Stahlvorfach gerade. Wenn man sich die Haken mal anguckt oder einzeln kauft, alleine so ein einzelner Haken liegt schon bei ungefähr 140 Silber. Und dann haben wir da 2 Stück von drauf, also fast 300 Silber nur an Haken. Plus der Köder, den man herstellt. Sowas will man eigentlich nicht abgefressen bekommen. Von daher hier einfach mit dem Stahl drauf. 45 Kilo fettes Stahl habe ich jetzt hier gerade drauf. Zack, zack, gib ihm. Und ja, na klar, könnte man auch hier mit den Fluorocarbon hier einfach reingehen. 55 Kilo zum Beispiel. Auch kein Problem. Oder 35. Da wird es dann vielleicht schon mal kritisch. Aber normal sollte das an einer alten Festung auch ganz entspannt sein. Also hier gehen selten so dicke Brocken rein. Wenn man es aber drauf anlegt und wenn man ja extra hier mit den ganz großen Ködern reingeht, naja, dann hofft man natürlich auch auf die Hecht-Trophy. Irgendwann ballern die rein, ne? Wir haben übrigens schon wieder Wetterwechsel von regnerisch zu bewölkt. Das heißt, ich werfe jetzt gerade schon wieder die 3 Bahnen ab und teste jetzt gerade mit den 3 Bahnen. Einfach, jetzt kommt sogar die Sonne wieder raus. Teste jetzt gerade die, zack, da ballert einer rein noch. Na guck, die Köderfarben. Bleiben wir doch nochmal hier in der Richtung mit dem Köder. Übrigens die Rolle vom Weihnachtsmarkt, ne? Die Saal vom Weihnachtsmarkt hatte ich ja im Weihnachtsmarkt-Video auch mit empfohlen. Kann man sich immer gut gönnen, das Teil. Hat zwar nicht viel Schnurkapazität, aber gerade für sowas wie eben hier fürs Hechtangeln ist das, glaube ich, eine ganz gute Rolle. Ausreichend Bremskraft, absolut krasses Getriebe. Also das Ding könnte man eben auch zum Wälzangeln tatsächlich verwenden. Aber ja, das Problem ist hier leider immer nur die Schnurkapazität. Es geht einfach wahnsinnig wenig Schnur drauf. So, jetzt haben wir sogar richtig Sonne. Also gehen wir wieder zurück auf die 170er. Das ist jetzt hier die ganze Serie. Irgendwie ist es, glaube ich, nicht die. Gibt es nicht eine 190er? Genau, ach nee, so war das. 90 Gramm schwer sind es alle. So war das. Daher kommt bei mir die 90. Die haben jetzt nämlich alle die dicken, fetten Haken drauf. Zack, und raus damit. Und mit den ganz dicken, fetten 90 Gramm, jetzt sind die 90 Gramm schwer, genau. Mit den dicken, fetten 6-0er Haken hatte ich das schon ein paar Mal probiert. Und es ging tatsächlich auch ganz gut hier an der alten Festung. Also ab an eine alte Festung. Einfach mal mit den dicken, fetten Jerkbaits, selbst hergestellten Jerkbaits hier rumprobieren. Klappt ganz gut. Mal eben nach Gewicht. 6 Kilo, 6 Kilo, 5 Kilo, 4 Kilo, 3 Kilo. Ja, so ein paar dicke Brocken sind jetzt hier. Einfach mal eine Stunde komplett richtig durchziehen oder 40 Minuten von morgens 4, 5 Uhr an. Zack, der nächste.
bis dann in die Abendstunden bis 23 Uhr. Und dann sollte das doch auch ganz gut laufen. So, ich ziehe jetzt ja auch noch weiter durch. Gleich noch die Grundrouten auswerfen. Es geht in Richtung Abend. Das ist natürlich das Praktische hier an der Stelle. Einfach schön nebenbei auf dem Aal angeln. In den Abendstunden schon. Und wenn es dann 23 Uhr durch ist, einfach auch die dritte Route nehmen. Zack, ab rein auf Aal. Nachts dann ist dann eh Flaute. Oder man geht einfach auch mal mit Köderfisch rein. Auch das natürlich eine Möglichkeit, wenn man hier die dicken, fetten Hechte sucht an der alten Festung. So, Petri Lümmels, ich ziehe doch ein bisschen weiter durch. Bis zum nächsten Mal.